5 CSS-Features, die du bestimmt noch nicht alle kennst. Ahoi beim WebDevLab. Ich zeige dir heute 5 CSS-One-Liner, die deinen Frontend-Alltag einfacher machen, und zum Schluss gibt es sogar noch einen Bonustipp. Target. Beginnen wir mit der Pseudoklasse Target. Damit kannst du ein CSS-Element greifen, auf das in einer URL mit einem Fragment verwiesen wird. Hast du beispielsweise am Anfang eines Artikels ein Inhaltsverzeichnis und verweist damit auf die Zwischenüberschriften, sodass deine User sie direkt anspringen können, kannst du mit Target dieses Element greifen, um eine kleine Animation für ein kurzes Aufleuchten zu initiieren, wie hier im Beispiel. Scroll Behavior. Bleiben wir bei unserer Beispielseite von eben. So ein Klick auf ein Inhaltsverzeichnis sorgt für einen abrupten Sprung zur entsprechenden Überschrift. Dabei wäre ein sanftes Scrollen doch viel angenehmer. Mit Scroll Behavior Smooth ist das ganz einfach erledigt. Füge es einfach deinem CSS zum HTML-Element hinzu und jetzt wird jede Scrollbewegung animiert. Scroll Margin Top. Hat deine Seite einen Sticky Header und jemand klickt im Inhaltsverzeichnis auf eine Zwischenüberschrift, dann verdeckt der Sticky Header die Überschrift und deine User fragen sich vermutlich, ob der Link eben kaputt war. Mit Scroll Margin Top auf den unscrollbaren Selektoren kannst du einen Abstand zum Browserrand angeben, also in diesem Fall die Höhe des Sticky Headers plus sein Abstand nach oben plus eine Zeilenhöhe Abstand und schon sind die Sprungmarken wieder ein hilfreiches Feature für deine User. Aktuelle Schriftfarbe. Manchmal möchte man, dass etwas dieselbe Farbe wie die Textfarbe hat. Klar, da kann man dann einfach den Farbcode nochmal angeben oder benutzt eine CSS Custom Property, aber es gibt auch etwas Einfacheres. Current Color. Current Color ist ein Keyword, das immer die aktuelle Schriftfarbe referenziert. Nehmen wir an, du hast einen Button und möchtest, dass die Border immer dieselbe Farbe hat wie der Text. Dann kannst du ganz einfach als Border Color Current Color angeben und die Farbe der Border passt sich, auch beim Wechsel der Schriftfarbe, immer automatisch an diese an. Sogar bei einer Animation funktioniert der Farbwechsel trotz Keyword problemlos. Dark Mode Funktion. Wie auch immer du einen Dark Mode auf deiner Seite integriert hast, du wirst vermutlich irgendwo eine Art von Weiche haben, die unterschiedliche Farben für den Light- und Dark Mode ausgibt. Mit der CSS-Funktion Light Dark kannst du das jetzt nativ machen. Der Browser nimmt dann den korrekten Wert, je nachdem, ob gerade der Light- oder Dark Mode ausgewählt ist. Voraussetzung ist, dass auf dem Root-Element Color Scheme Light Dark definiert wurde. Wie du im Beispiel siehst, bekommt die Light Dark Funktion zwei Werte. Der erste ist für den Light Mode, der zweite für den Dark Mode. Selbstverständlich können hier auch Custom Properties angegeben werden. Light Dark ist noch relativ neu und hat erst im Frühjahr 2024 Support von allen großen Browsern am Desktop bekommen und mobil sogar erst im Herbst. Nutze einen Ansatz mit Fallback, wenn du Light Dark produktiv einsetzen willst. Bonustipp. Zum Schluss habe ich noch einen Bonustipp für dich, weil dieser nur funktioniert, wenn deine Schriftart das Feature unterstützt. Wenn du Zahlen in Tabellen hast, dann ist es häufig wünschenswert, dass die Ziffern dieselbe Breite einnehmen, sodass beispielsweise bei Geldbeträgen die Euro und Cents sauber untereinander stehen. Du könntest dafür eine Monospace-Schrift benutzen, aber dann hast du an einer Stelle in deinem Layout eine andere Schriftfamilie. Das sieht ja auch irgendwie komisch aus. Viel besser ist ein Feature von Schriften selbst. Und zwar kannst du mit Font Variant Numeric Tabular Nums nur die Zahlen gleich breit darstellen lassen, in der normalen Schrift der Seite. Alles andere bleibt wie es ist. Dieses Feature haben nicht alle Schriften, aber probier es doch einfach mal aus. Testen, ob deine Schrift das Feature unterstützt, kannst du mit dem Online-Tool Wakamai Fondue. Dort lädst du einfach deine Schrift hoch und bekommst dann die Auskunft, welche Features sie unterstützt. In diesem Fall musst du nach dem Feature TNUM Ausschau halten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast etwas gelernt. Dann lass gerne ein Like da. Hast du Anmerkungen, dann hinterlasse mir einen Kommentar. Das nächste Video kommt raus, wenn es fertig ist, und wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere doch den Kanal. Bis dahin, Happy Coding und tschüss tschüss!